Okay, comrades, well, as an internationalist, it's an enormous pleasure to be able to come here and visit another section of the IMT. Also Genossen, als Internationalist ist es mir eine große Ehre, heute hier zu sein und eine andere Sektion der IMT zu besuchen. Especially when you've been having such brilliant success over here in Switzerland, as we have been throughout the international in the recent period. Besonders wenn ich von den großen Erfolgen höre, die wir hier in der Schweiz hatten, wie auch in der ganzen Welt. So it's a great time to be a member of the IMT. Eine großartige Zeit, Mitglied bei der IMT zu sein. Now the world is very clearly changing before our eyes, very, very quickly. Die Welt verändert sich vor unseren Augen offensichtlich sehr schnell. 2008, the financial crisis was a decisive turning point for the capitalist system. Die Finanzkrise 2008 war ein zentraler Wendepunkt für das kapitalistische System. In the 15 years since then, we've seen crisis after crisis all over the world. Und in den 15 folgenden Jahren haben wir jetzt einfach Krise nach Krise gesehen auf der ganzen Welt. This sort of permanent crisis has been transforming consciousness in country after country. Und diese permanente Krise hat jetzt einfach so das Bewusstsein in Land um Land fundamental verändert. Which is revolutionary is what we are most interested in. Und das ist natürlich das, was uns als Revolutionäre am meisten interessiert. This crisis has taken a massive toll on bourgeois politics everywhere. Und diese Krise hat einfach auch einen massiven Einfluss auf die kapitalistische und bürgerliche Politik überall. We see a gaping vacuum throughout the world politically. Wir sehen ein riesiges politisches Vakuum auf der ganzen Welt. Widespread confusion and demoralization. Weit verbreitete Verwirrung und Demoralisierung. And everybody knows that everybody else is angry. It's widely acknowledged. Und so jeder weiß, dass alle anderen auch wütend sind. So, ja, das ist einfach anerkannt. But there is, as I said, enormous confusion and no one provides any answers or way forwards. So, wie gesagt, es ist einfach große Verwirrung und niemand zeigt ihnen einen Weg vorwärts auf, niemand gibt Antworten. At least no one in mainstream politics. Zumindest niemand in den Mainstream politischen Kreisen. Alongside this process, we've had the equilibrium of world imperialist relations weakening year after year. So neben diesem Prozess sehen wir einfach auch, wie so das Gleichgewicht der weltweiten imperialistischen Beziehungen jedes Jahr geschwächt hat. To the point where it has collapsed entirely. Bis zu dem Punkt, wo es eben sogar schon komplett zusammengebrochen ist. We've been saying it for a long time, and it's undeniable now. We are in an epoch of wars and revolutions. Wir sagen es schon seit langer Zeit und es ist jetzt einfach nicht mehr zu leugnen. Wir sind in einer Epoche von Krisen und Kriegen. And these two trends of capitalist crisis and a crisis in world relations are in a symbiotic or dialectical relationship. Und diese zwei Trends befinden sich einfach in einem dialektischen Verhältnis zueinander. Until recently, of course, the clearest example of this was the war in Ukraine. Und bis vor kurzem war einfach das klarste Beispiel dafür der Krieg in der Ukraine. But now we have Israel's bloody war on Gaza. Jetzt haben wir aber auch den blutigen Krieg Israels in Gaza. Which I know we're discussing tomorrow, but of course it's very important, so I'm going to spend a little bit of time on it now. Und wir werden morgen noch intensiver darüber sprechen, aber weil es wichtig ist, werde ich auch jetzt einige Zeit dafür aufwenden. Now the way this is presented is that this was all started by Hamas. So wie es präsentiert wird, ist, dass einfach die Hamas das Ganze losgetreten hat. Which is never our approach as Marxists. We never say, well, who started it? That's not how we understand these conflicts. Aber als Marxisten ist es nicht unsere Herangehensweise an Konflikte. Wir stellen nicht einfach die Frage, wer hat begonnen. The real context is, of course, 75 years of a brutal occupation. So der wahre Kontext sind natürlich einfach 75 Jahre brutale Besatzung. But also, in the last few years, a growing crisis in Israeli politics. Aber in den letzten paar Jahren auch eine wachsende Krise in israelischen Politik. Which is just like a more extreme problem of the crisis in bourgeois politics all over the world. Was einfach eine so extremere Krise ist, die bürgerliche Politik auf der ganzen Welt sieht. So, like everywhere else, for a few decades, Israel has been increasingly, if you like, a neoliberal country. In other words,
is a country of capitalist austerity, of privatization, and as a result, growing inequality. Denn Israel, wie auch in anderen Ländern, hat einfach in den letzten Jahrzehnten so diese neoliberalen Trends irgendwie gesehen, also wachsende Privatisierung, wachsende Globalisierung, die wir auch sonst gesehen haben. And this has meant that there is no left wing in Israeli politics. Und das bedeutet einfach, dass in der israelischen Politik keine linke Politik, keine linke Strömung sich aufgebaut hat. Which has given more room for the fanatical right-wingers and nationalists, just like elsewhere, to push their politics and to spread fear and paranoia about in other countries it would be immigrants, obviously in Israel it's Palestinians. Und das hat einfach so den fanatischen Rechten einfach Platz gegeben, so ihre spalterische Propaganda zu bringen. Und was in anderen Ländern vielleicht so Hetze gegen Migranten wäre, ist einfach in Israel die Hetze gegen die Palästinenser. And mainstream Israeli politicians, if you like, they have no answer to that, and in fact they're in coalition with such people. Und so die Mainstream-Politiker in Israel haben einfach keine Antwort auf das. Sie sind tatsächlich auch in Koalitionen mit diesen Rechten. And that has meant massive provocations to the Palestinians throughout the last few years, especially this year before October the 7th. Und die Folge davon ist einfach massive Provokationen der Palästinenser in den letzten 3 Jahren, insbesondere in diesem Jahr bis zum 7. Oktober. So it is a very real consequence of the crisis in Israeli politics and Israeli capitalism. Also es ist so, dieser Angriff ist dieser Krieg ist eine klare Konsequenz der israelischen Politik der letzten Monate. Now this war obviously has global ramifications. So dieser Krieg hat offensichtlich globale Folgen, Konsequenzen. It is transforming consciousness before our eyes. Es beeinflusst und verändert das Bewusstsein vor unseren Augen. There's an enormous polarization taking place, particularly between the generations and between the classes. Wir sehen eine enorme Polarisierung, insbesondere zwischen den Altersgruppen und den Klassen. And it's really discredited the Western imperialism as well. Und es hat einfach auch den westlichen Imperialismus massiv diskreditiert. Really exposed the establishment as, or the ruling class, I should say, as massive hypocrites. Es hat einfach gezeigt, so, dass die westlichen Imperialisten, die herrschende Klasse präzise, einfach massive Heuchler sind. Because what Israel is doing is actually far worse than what Russia has been doing in terms of the oppression and loss of life of civilians. Denn was Israel gerade macht, ist einfach viel übler als das, was irgendwie Russland jetzt gemacht hat in den letzten Jahren. Besonders wenn man so auf die Zivilbevölkerung und die Tode schaut. In just under a month, Israel has already killed more civilians in Palestine and Gaza than Russia has in almost 2 years of its invasion. In so ein bisschen weniger als einem Monat hat einfach Israel in Gaza mehr Palästinenser getötet als die Russen in der Ukraine in den letzten 1,5 Jahren. And that discrediting of, if you like, the narrative that was pushed, that the West stands for rules-based international order, it stands for human rights, etc. That has been completely smashed by this. Und so diese Vorstellung, dieses Narrativ, dass so die westlichen Regierungen irgendwie für eine gewisse Ordnung oder so stehen, wurde einfach durch diese Tatsache komplett zerschmettert. And that's really important. I mean, they spent a lot of time and money in promoting that and using the Ukraine war to promote that kind of idea. So it does really matter to the credibility of the capitalist system and of the ruling class that is so thoroughly exposed. Und so, dass sie diese Glaubwürdigkeit verloren haben, ist einfach wichtig für die herrschende Klasse, weil sie haben gerade in der Ukraine viel Zeit und viel Geld investiert, um dieses Narrativ zu pushen. So it's no surprise, of course, that Russia and China are seeking to exploit this. So, es ist keine Überraschung, dass China und Russland so versuchen, das auszunutzen. According to the Financial Times, a senior G7 diplomat told them the following. Gemäß der Financial Times hat so ein hochrangiger Diplomat ihm Folgendes gesagt. Israel has undone months of work to paint Moscow as a global pariah for breaching international law. Israel hat einfach Monate von Arbeit rückgängig gemacht, die wir aufgewendet haben, um Moskau als so den Feind zu zeichnen, der die internationalen Gesetze bricht.
exposing the US, EU and their allies to charges of hypocrisy. Und hat einfach so die USA, die EU und ihre Alliierten eigentlich so geöffnet gegenüber Vorwürfen der Heuchelei. We have definitely lost the battle in the global south. So den Kampf im globalen Süden haben wir definitiv verloren. All the work we've done with the global south over Ukraine has been lost. So die ganze Arbeit, die wir im globalen Süden gemacht haben bezüglich der Ukraine, ist einfach für nichts gewesen. Forget about rules, forget about world order. They won't ever listen to us again. Und vergesst das mit Regeln und der Weltordnung. Wir werden uns nie mehr zuhören. The Brazilians, the South Africans, the Indonesians, why should they ever believe what we say about human rights? So die Brasilianer, die Südafrikaner, die Indonesier, warum sollten sie je wieder glauben, was wir über Menschenrechte sagen? Now we have the prospect of a regional war. Und jetzt haben wir die Perspektive eines regionalen Krieges. The US has sent aircraft carriers to the eastern Mediterranean as a threat. So die USA hat Flugzeugträger hingeschickt. We've had the Houthis in Yemen firing rockets and drones into Israel. So die Houthi in Jemen haben jetzt einfach so Raketen nach Israel. Israel has been launching preemptive strikes into Lebanon and on Hezbollah, I think maybe into Syria as well. So, und Israel hat jetzt einfach so Attacken auf die Hezbollah in Libanon und glaube ich auch in Syrien lanciert. And American bases in Syria and Iraq have also been attacked. Und so amerikanische Militärbasen in Syrien und Irak sind auch angegriffen worden. Iran is trying to get Arab countries in the region to stop selling Israel oil. So, der Iran versucht, die arabischen Länder in der Region davon zu überzeugen, dass sie Israel kein Öl mehr verkaufen sollen. And they're quite cleverly using this, not just to sort of attack Israel, but to bolster their position in the region in the Arab countries. Und damit wirken sie eigentlich sehr schlau, einerseits nicht nur um Israel anzugreifen, sondern auch um ihre eigene Position in der Region zu stärken. Because all of those regimes are unstable and are completely, they have no legitimacy. Denn all diese Regime sind komplett instabil und haben keine Legitimität. Of course, many of them have just signed deals with Israel and established formal relations with Israel. And everyone knows that Saudi Arabia was in the process of doing that. Und viele dieser Regime haben natürlich in den letzten Jahren so Vereinbarungen mit Israel getroffen und wir wissen, dass beispielsweise auch Saudi-Arabien eigentlich gerade dabei war, das zu tun. Which is obviously a very unpopular thing, though. Was jetzt natürlich eine sehr unbeliebte Maßnahme ist. It's had a regional conflict and fighting against Israel. If countries, well, basically these countries, they feel they have to show to their own populations that they're prepared to do something about what Israel is doing. Und so diese Länder, diese Regime haben einfach das Gefühl, sie müssen ihrer eigenen Bevölkerung zeigen, dass sie so bereit sind, etwas gegen das zu tun, was Israel jetzt gerade tut. So another Arab Spring, I think, has been, well, it was being prepared anyway, and these events are hastening. Und so, ich glaube deshalb, so ein neuer arabischer Frühling wird vorbereitet, war sowieso schon in der Vorbereitung und wird jetzt quasi durch diese Prozesse noch beschleunigt. So no wonder that Matthew Kronig of the Atlantic Council, which is a think tank in Washington, no wonder he said the following. Es ist also kein Wunder, dass Matthew Kronig, der vom Atlantic Council ist so ein Think Tank in Washington, der hat Folgendes gesagt. This is the most dangerous moment since the Cold War. Das ist der gefährlichste Moment seit dem Kalten Krieg. If Iran and Hezbollah get involved, America may feel compelled to respond. Wenn der Iran und die Hezbollah sich irgendwie einmischen, dann werden die USA sich möglicherweise gezwungen sehen, zu antworten. And then does China see an opportunity to try something against Taiwan? Und wird dann China vielleicht eine Möglichkeit sehen, etwas gegen Taiwan zu probieren? What this reveals is the diplomatic and military overstretching of US imperialism. Was das einfach aufzeigt, ist so die diplomatische und militärische Überbeanspruchung des US-Imperialismus. Of course, it remains the most powerful imperialist power by some distance, but it has limits. Natürlich zeigt es, also bleibt die USA immer noch die stärkste imperialistische Macht mit einem gewissen Abstand, aber das hat einfach Grenzen. And one reason for the
for the fact that they didn't anticipate the Hamas's attacks on the 7th of October, maybe that US intelligence services were largely ignoring the Middle East. Und einer der Gründe, warum sie vielleicht diesen Hamas-Angriff am 7. Oktober nicht vorausgesehen haben, ist möglicherweise, dass einfach der Geheimdienst der USA einfach voll nicht konzentriert war auf den Nahen Osten. Because they were so focused on China and Taiwan and Southeast Asia and of course Ukraine as well. Weil sie einfach so konzentriert waren auf China, auf Taiwan, auf Südostasien und natürlich auch auf die Ukraine. So much so that amusingly, leading US security advisor said just a few days before this all happened, the Middle East region is quieter today than it has been for 2 decades. Also das zeigt sich einfach darin, dass so ein Sicherheitsheini von der USA einfach gesagt hat, so, ja, der Nahe Osten ist einfach so ruhig, wie er seit Jahrzehnten nicht mehr war. Of course, they've always looked at this, just the surface appearance of things. Natürlich, sie haben immer nur auf die Oberfläche geschaut. The Economist made a point on this, the effect that this has on the diplomats and the politicians of countries around the world. Der Economist hat so eigentlich aufgezeigt, was für einen Einfluss das hat auf so Diplomaten auf der ganzen Welt. They said America's allies around the world, especially in Asia, asked 2 seemingly contradictory questions. So die Alliierten von Amerika auf der ganzen Welt, besonders in Asien, fragen einfach so 2 scheinend sich widersprechende Fragen. First, will America's resources and attention be diverted to the Middle East? So als erstes werden so amerikanische Ressourcen und ihre Aufmerksamkeit jetzt auf den Nahen Osten gerichtet werden. Second, will America's resolve in one or another crisis fail? Und so das andere ist, wird so die amerikanische Überzeugung in einen oder in der anderen Krise zusammenbrechen. If we allow the security of Europe to be destabilized by Russian aggression, so wenn wir es erlauben, dass die europäische Sicherheit durch die russische Aggression destabilisiert wird, or allow Israel to suffer a terrible terrorist attack, oder es erlauben, dass Israel eben unter dieser schlimmen terroristischen Attacke leidet, they will believe that we don't care about any other problem. dann werden sie das Gefühl haben, dass uns einfach kein anderes Problem interessiert. This is part of a problem which has been going on for a long time, which is a sapping of credibility of US imperialism. Und das ist einfach Teil eines Problems, das sich schon länger anbahnt, und das ist, dass die Glaubwürdigkeit des US-Imperialismus einfach zusammengeht. Of course, the major thing is the catastrophes in Iraq and Afghanistan and the calamitous withdrawal from Afghanistan. Die großen Punkte sind natürlich so die Katastrophen im Irak, im Iran und auch so der gescheiterte Rückzug in Afghanistan. There's the failure to intervene in Ukraine before, 2014. So, dass sie es nicht geschafft haben, 2014 in der Ukraine einzuschreiten. The failure to intervene seriously in Syria. So, dass sie es nicht geschafft haben, in Syrien ernsthaft einzuschreiten. And China says to politicians in, say, the Philippines or Indonesia or Vietnam, America hasn't got your back. Und so China nutzt das und sagt halt irgendwie den Regierungen in den Philippinen beispielsweise so, hey, ja, schaut die USA, die schert sich einfach nicht um euch. It won't protect you if we do something to you. So, sie werden euch nicht beschützen, wenn wir etwas gegen euch unternehmen. And we are #1 trade partner anyway. Und wir sind sowieso euer wichtigster Handelspartner. So just, come into our fold, forget about the Americans, they're the past. Sie kommen quasi einfach zu uns und vergessen die Amerikaner, die sind einfach ein Ding der Vergangenheit. That's what they're trying to do. It's not entirely successful, but they will have a degree of success with it. So, das versuchen sie im Moment. Sie haben nicht uneingeschränkten Erfolg, aber das ist so die Strategie, die sie gerade verfolgen. And America, of course, it is worried about the prospects of war in Taiwan, although I think you have to take their statements with a pinch of salt, because they also, they often use this as a justification for spending more on the military. Und so die USA, so, sie sind schon, sie sorgen sich schon eigentlich um die Situation in Taiwan, wobei man das immer so ein bisschen kritisch anschauen muss, weil sie es natürlich auch nutzen als Rechtfertigung für mehr Geld auszugeben im Militär. But they do these war games, where they kind of calculate, well, what would happen in Taiwan if China were to invade?
Also sie spielen so Kriegsspiele, wo sie einfach kalkulieren, so was würde wohl in Taiwan passieren, wenn China jetzt da einfallen würde. And what the war in Ukraine, now with it, the war in Gaza shows is that America might have very, very powerful and by far the most numerous advanced weapon systems. Und was sich einfach im Krieg in der Ukraine und jetzt auch in Israel zeigt, ist so, die USA hat schon die weit fortgeschrittenste Militärwaffen. But it doesn't have much ammunition for these systems. Aber sie haben einfach nicht mega viel Munition für diese Systeme. So in the war games, on one of the war games on this, it was revealed that America would very quickly run out of the long-range anti-ship missiles that they would need to repair the Chinese invasion of Taiwan. Was einfach eines dieser Kriegsspiele dann aufzeigt, ist, dass sie einfach sehr schnell die Langstreckenraketen, die sie brauchen, in China einfach nicht mehr hätten. Now, the Ukraine crisis is presented as, again, like with the current situation, it's taken out of its context. It's presented as just a product of Putin's insane machinations. Wenn wir die Ukraine anschauen, so die Krise, die wird einfach komplett aus dem Kontext gerissen und so ein bisschen dargestellt, als wäre es einfach so Putin, der ein bisschen spinnt, der das dazu ausgelöst hat. Actually, the link between Ukraine and the crisis, the capitalist crisis from 2008, is actually clear, but nobody ever mentions it. Dabei ist eigentlich so die Verbindung zwischen der Ukraine und der kapitalistischen Krise von 2008 mega klar. Es spricht einfach nie irgendwer davon. Because like many countries do with China and America, Ukraine was trying to balance between Russia and the United States or the EU, and get money from both for doing so. Dabei hat die Ukraine einfach so versucht, zwischen den USA und Russland so ein bisschen zu balancieren, dass sie Geld von beiden Seiten kriegen, so wie es viele andere Länder auch tun. But with the Eurozone crisis, the money was very disappointing that they were offering from the EU. Aber mit der Krise in der Eurozone war einfach so das Geld, das sie aus der EU angeboten gekriegt haben, so ziemlich enttäuschend. And that was what led, at that point, Putin stepped in and said, I'll give you 15 times what the EU was going to give you if you join our economic union. Und so zu diesem Zeitpunkt ist dann halt Putin gekommen und hat gesagt, hey, ich biete euch irgendwie 15 Mal das an, was euch die EU gibt, wenn ihr so bei unserer wirtschaftlichen Union mitmacht. When the Ukrainian president went along with that, that was what sparked the movement, which was of course also encouraged and provoked by the United States. Und als der ukrainische Präsident halt auf dieses Angebot eingegangen ist, hat das so diese Bewegung ausgelöst, die natürlich dann auch noch weiter von den USA angefeuert wurde. Of course, Putin's role as a populist is also a product of the crisis of capitalism, going back to what Russia experienced in the 90s. So, aber natürlich ist auch Putins Rolle als Populist, geht auch zurück auf die Krise, die sie in Russland in den 90er Jahren erlebt haben, und deren Folgen. And he's invaded as a distraction from growing unpopularity at home, or at least that's part of the reason for the invasion. Und so sein Einfall in der Ukraine ist natürlich auch ein Teil einfach Ablenkung von den Problemen, die in Russland selber herrschen. Now, the Ukraine war is a clear proxy war between the United States and Russia. So, der Ukraine-Krieg ist einfach ein klarer Stellvertreterkrieg zwischen Russland und den USA. We should understand that this was not fought because the United States has direct economic interests in the Ukraine. That's not really the case. Aber wir müssen verstehen, dass dieser Krieg nicht geführt wird, weil die USA direkte ökonomische Interessen in der Ukraine haben. It's a bit of a crude version of Marxism or anti-imperialism that has it that, the only reason the United States ever intervenes is because there's oil or something. Das ist eine etwas vereinfachte Form des Marxismus, wenn man so sagt, ja, der einzige Grund, warum irgendwie der US-Imperialismus einschreitet, ist wegen Gas oder Öl. It did it primarily to strike a political and an ideological blow against Putin and to send a message to the world. So, der Hauptgrund, warum die USA interveniert hat, ist, um einen politischen und einen ideologischen Schlag gegen Putin zu versetzen und diese Nachricht halt auch in die Welt zu senden. And it did have some success with that initially. There was certainly in Western Europe and in America, when the war happened, there was a kind of a real euphoria amongst liberals, really. Und so anfänglich hatte das auch noch ein bisschen Erfolg. So, gerade am Anfang des Krieges gab es in Europa unter den Liberalen einfach so eine gewisse Euphorie.
They were saying that, the centre ground of human rights values are back. We're popular, everyone loves this, we're fighting for something again. Sie haben gesagt, ja, der Mittelpunkt ist zurück, so die Menschenrechte sind zurück, wir haben wieder was, wofür wir kämpfen können. Of course, things are a bit different now. Aber natürlich sieht es jetzt ein bisschen anders aus. Even before what's happening in Israel. Sogar bevor quasi, was jetzt in Israel passiert, ausgebrochen ist. The overstretching of the United States, which I've mentioned, has a huge consequence here because they're using it, as they say themselves, they're using Ukraine to weaken Russia without having to drop any American blood. So diese Überbeanspruchung des US-Imperialismus, die zeigt sich auch in der Ukraine, denn sie versuchen so Russland zu schwächen, ohne einen Tropfen amerikanisches Blut zu vergießen. Also the military aid they're sending is only enough just to keep it going. It's not enough for Ukraine to score a victory. Und auch so diese militärischen Hilfsgüter, die sie schicken, so, das ist nicht genug, dass die Ukraine Russland zerschlagen könnte, aber einfach genug, dass der Krieg. And they don't actually have the arms manufacturing capacity to supply it. They have to really change the economy somewhat in America and in some other countries in order to meet the demand. Aber sie haben gar nicht wirklich so die Kapazitäten der Waffenproduktion, die sie bräuchten. Sie müssten so die ganze US-Ökonomie ein bisschen umstellen, damit es funktionieren würde. Which would mean further cuts in these countries. Und das würde einfach so weiteren Sozialabbau bedeuten in diesen Ländern. And or an increase in inflation. Oder halt auch eine steigende Inflation. And again, even before what Israel was doing, this was becoming really unpopular. And in the United States, there's a lot of pressure to stop funding the war in Ukraine. Und sogar bevor das jetzt angefangen hat mit dem, was Israel tut, waren das sehr unbeliebte Perspektiven in den USA. This again is a product of the discrediting of capitalism, of Western imperialism since 2008, of course, also from the Iraq War. And it's a long-standing problem that the United States has now. Das ist natürlich auch wieder ein weiterer Schritt in der Diskreditierung irgendwie des westlichen und des US-Imperialismus seit 2008 und natürlich auch seit dem Irak. The counterattack in Ukraine was obviously an attempt to show to America that, well, no, back us because we can win. But it's obviously been a complete failure. So der Gegenangriff in der Ukraine war ein Versuch sozusagen so, hey, stellt euch hinter uns, so wir können gewinnen, aber so das hat sich einfach komplett entblößt. The sanctions have also been a complete failure, which shows that, again, the limitations of American power and the role of countries like China. Die Sanktionen haben sich natürlich auch als komplett nutzlos entblößt und zeigen einfach auch so die Machtdynamiken und die Rolle von China. So it's clear that some kind of diplomatic end to the war is going to be brought about eventually. It has to happen. So, es ist also klar, dass der Krieg früher oder später einfach mit diplomatischen Mitteln beendet werden muss. But that's a huge political problem in the West and of course in Ukraine. Aber das ist ein riesiges politisches Problem, so vornehmlich im Westen, aber natürlich auch in der Ukraine. Because as I said, they built this up so much. The West is back. We're fighting. And then it's going to end with them essentially giving in, not an outright Russian victory, but at least partial victory for Russia. Denn sie haben so aufgebaut, so, ja, der Westen ist zurück, wir können gewinnen und dann wird es einfach so enden in zumindest einem Teilsieg Russlands. And of course, what will happen in Ukraine when that happens? I mean, there could be a coup, for example, by far-right forces or different, in alliance with different sections of the military. So, was wird in der Ukraine passieren, wenn halt dieser russische Teilsieg kommt? So, es könnte zum Beispiel einen Coup von Rechtsradikalen geben. And whatever happens in Ukraine, that will have ramifications throughout Europe as well. Und was immer in der Ukraine passiert, wird einfach auch Folgen haben für den Rest von Europa. We can't predict what the political fallout in Europe would be, but it will be very significant. So, wir können nicht vorhersagen, was die politischen Konsequenzen für Europa sein werden, aber sie werden signifikant sein. Now, in Russia, I think most people do support the war, and as I said, it may well end in their favor. So in Russland unterstützen die meisten Leute den Krieg und es kann gut sein, dass er auch in ihrem Sinne ausgehen wird. But don't forget, that is just masking big problems for Russian capitalism, which were appearing, and a lack of support for Putin was appearing before the war.
Aber denkt dran, so, das überdeckt einfach so die großen politischen Probleme in Russland und den Rückgang der Beliebtheit Putins. Prigozhin's bizarre attempt at a coup is an example of the cracks that are there underneath the surface, and the fact that Putin felt compelled to refer to 1917 and the dangers of that was very telling. So, Prigozhins bizarrer Coup war einfach ein Zeichen dieser Risse in Russland und auch so, dass Putin die Notwendigkeit gesehen hat, sich auf 1917 zu beziehen und zu sagen, dass das ein Problem oder dass das mega schlimm war, zeigt einfach auch diese Risse. What all this shows is that, to use a fashionable phrase, we live in a multipolar world. Und was das eigentlich alles einfach zeigt, um in einen sehr trendigen Begriff zu sprechen, ist, dass wir in einer multipolaren Welt leben. Of course, China is in particular able to take advantage of this, as I've mentioned. China is able to take advantage of this. Und China ist natürlich einfach in der Position, wo sie einen Vorteil sich daraus verschaffen können. And as well as in places like the Middle East and in Ukraine, there will be many places, including in Southeast Asia, where we will see growing instability because of this conflict between Russia and between China and America. Und so, wir sehen es in der Ukraine und im Nahen Osten, aber wir werden es zum Beispiel auch in Südostasien stärker sehen, dass aufgrund dieses Konflikts zwischen den USA und China einfach steigende Instabilität kommen wird. As different countries balance between the two, or as one regime sponsors a coup or encourages it in another country because it's against the other one's interest. Wie halt so Coups stattfinden werden und dann irgendwie das eine Land den Coup irgendwie unterstützt, weil es jetzt das andere Land schwächt. We should also not forget, however, that China is entering into a serious crisis of its own. Wir sollten natürlich auch nicht vergessen, dass China selbst einfach auf eine ernsthafte Krise zusteuert. The property sector is the key sector for the Chinese economy, contributing about 30% of its GDP. So, der Immobiliensektor in China ist einfach ein zentraler Sektor und trägt 70% für den BIP teil. But property sales have fallen to about 70% of the level they were at in 2019. So, aber die Immobilienverkäufe sind einfach um 70% gefallen im Vergleich zu 2019. And new housing constructions are only at about 40% of the level that they were at in 2019. Und so der Bau von neuen Häusern, von neuen Gebäuden ist nur so auf dem Level von 40% von 2019. The Politburo met in the summer to discuss this, and it released a public statement, which is very interesting. So, das Politbüro hat sich im Sommer getroffen und hat eine öffentliche Ankündigung dazu gemacht, die sehr spannend war. Which they described China's economic recovery as, in their words, tortuous. In der sie so den ökonomischen Aufschwung Chinas als Folter bezeichnen. And that they needed to boost consumption, and risks for the economy were mentioned 7 times, which was an increase of 3 times from April. Und dass sie so den Konsum irgendwie steigern müssen und die Risiken davon wurden irgendwie 7 Mal erwähnt. They also said, and I quote, "It is necessary to encourage enterprises to dare to venture, dare to invest, dare to take up risks, and to actively create markets." Und sie haben auch gesagt, es ist nötig, dass wir Unternehmen dazu anfeuern, dass sie irgendwie investieren, dass sie Risiken auf sich nehmen und aktiv Märkte kreieren. Which is a riposte to everybody who thinks that China is a communist state. Und das ist einfach so die Antwort an alle, die das Gefühl haben, dass China irgendwie kommunistisch sei. What they do is, it's a Bonapartist state, but it's a capitalist Bonapartist one, and they've become really worried that the capitalism needs a bit of a helping hand. It's not doing very well. Was es tatsächlich ist, China ist ein bonapartistisches Regime, aber ein kapitalistisch-bonapartistisches System. Und sie merken jetzt einfach, dass sie dem irgendwie helfen müssen. Foreign direct investment into China has collapsed to 10 times lower the figure than it was in 2017. It was $37 billion last year, whereas it was $300 billion in 2017. So it's almost 10 times lower.
So, die ausländischen Direktinvestitionen in China sind einfach komplett also fast um das 10-fache zusammengebrochen seit 2017. So, letztes Jahr waren es einfach noch 36,9 Milliarden im Vergleich zu den 148,9 Milliarden 2019 bis 2020. That's partly, of course, a product of the crisis in China, the lack of confidence that foreign capitalists have in it, but also the pressure from the United States and all of the trade war, etc. Und das hat einfach zwei Gründe. Einerseits, dass die ausländischen Kapitalisten das Vertrauen in China verloren haben, aber andererseits auch, es ist eine Folge des Handelskriegs und des Drucks von den USA. And as in the West, the problems are really falling on the shoulders of the young. Und wie im Westen, so fallen die Probleme einfach hauptsächlich zur Last der Jungen. Youth unemployment has increased massively, and it went to over 20%, and then they stopped releasing the figures because obviously it got worse. So die Jugendarbeitslosigkeit ist einfach massiv angestiegen und so die letzten Zahlen standen einfach bei 20% und danach haben sie eigentlich aufgehört, die Zahlen zu veröffentlichen. There's a really, it's hard to measure, of course, because they're not opinion polls. There's a profound, everything indicates there's a profound despondency in the Chinese youth. Und es ist so ein bisschen schwierig zu messen, weil sie natürlich keine Meinung zu Fragen haben, aber alle Zeichen zeigen einfach auf eine große Unzufriedenheit in der chinesischen Jugend. With that rate of unemployment, how could there not be? Und so bei der Art Jugendarbeitslosigkeit, wie könnte es anders sein? You have to realize that the whole idea in China is that, okay, you don't have personal freedoms, but you've got stability and you've got a booming economy. So, ihr müsst realisieren, ich meine, das ganze System in China ist darauf aufgebaut, so, okay, wir haben keine persönlichen Freiheiten, aber wir haben Stabilität und irgendwie eine Wirtschaft im Aufschwung. Also with these young people, these are the children, many of them, they're the children of migrants and people who put up with a lot of difficulties, but with the expectation that their children would have a much better life. Und so diese Jugendlichen, das sind die Kinder von Migranten, die irgendwie so viel auf sich nehmen, viel bereit sind auf sich zu nehmen, aber natürlich mit der Erwartung, dass sie ein besseres Leben haben werden. Now those children who have much higher expectations are finding that they don't have a better life. Und jetzt sind so diese Kinder, die viel höhere Erwartungen haben, in der Position, dass sie feststellen, so, ich habe aber gar kein besseres Leben. You had a big increase in visits to temples in China by young people, which is interesting. So, der Besuch von Tempeln in China hat einfach unter jungen Leuten extrem zugenommen. They can't join parties or go on protests, obviously, so they're looking for some other way to escape from this kind of the soullessness and the brutality of capitalism in China. So, sie können keine Parteien beitreten, sie können nicht auf Demonstrationen gehen, das heißt, sie suchen offensichtlich einen anderen Weg, um so dieser Seelenlosigkeit des Kapitalismus zu entfliehen. And something that's very interesting for anyone who looks at Chinese history is that the mourning for Li Keqiang, who just died, that's very notable. Und so für diejenigen, die sich, wenn man einen Blick auf die chinesische Geschichte wirft, da ist so die Trauer um Li Keqiang einfach, der gerade gestorben ist, so sehr wichtig. The Tiananmen Square protests were started by a period of mourning for Hu Yaobang, who died, who was seen as a bit more of a liberal, a bit more somebody who was more sympathetic to the rights of ordinary Chinese people. Und so die Tiananmen Square Proteste, die haben so angefangen aufgrund einer Trauerphase für Hu Yaobang, der so ein Liberaler war, der ein bisschen aber offener war so für die Rechte der Menschen. So because it was allowed to mourn him, because it's not political protest, it's not sedition or subversion, people took advantage of that as a way to express their discontent. Und weil es halt erlaubt war, zu trauern für ihn, haben die Leute so, weil es halt nicht politisch ist, haben die Leute so, ja, einfach sich diese Möglichkeit ergriffen. And yeah, people are taking advantage of that now with Li Keqiang. I don't know if that's necessarily going to lead to another Tiananmen Square, but it is a sign of the problems. Und so die Leute nutzen jetzt halt auch wieder diese Trauerphase als Möglichkeit, also diese Trauerfeier für Li Keqiang. Und ich sage nicht, dass es jetzt zwingend wieder zu einer Situation wie Tiananmen Square führen wird, aber so ist eine Möglichkeit. I think what we can say is that the Chinese regime's future is not like the past. And like elsewhere, the Chinese regime is becoming another regime that has lost credibility
that is seen as inept and corrupt, and it has no right to exist. Und ich glaube, was wir auch in China sehen, ist so, dass die Vergangenheit des chinesischen Regimes ist nicht seine Zukunft und wie auch in anderen Orten auf der Welt verliert einfach das chinesische Regime Glaubwürdigkeit. This is the one part of the world where up to recently you could say capitalism was doing well. Und so, das ist der eine Teil der Welt, wo man so bis vor kurzem irgendwie sagen konnte, so, dem Kapitalismus geht es eben gut. So now it really isn't doing well anyway. So, und jetzt geht es dem Kapitalismus halt wirklich nirgendwo mehr gut. We've had recently a wave of coups in West Africa, which you're probably aware of. So, wir haben in der letzten Zeit eine ganze Welle an Coups in Westafrika gesehen. The main reason for this is just the permanent, severe crisis of capitalism that you have in this part of the world. Und so der Hauptgrund dafür ist einfach so diese anhaltende kapitalistische Krise, die man in diesem Teil der Welt sehen kann. It's also an example of the weakening and the discrediting of Western imperialism, and to some extent of the role played by Russian imperialism. Aber es ist auch ein Zeichen der Schwäche und der Diskreditierung des westlichen Imperialismus und bis zu einem gewissen Grad der Rolle, die Russland gespielt. It's absolutely incredible how nobody talks about. I mean, even if you're a Marxist, we discuss imperialism, but it's often a bit vague, a bit abstract what that really involves. Und so ist es noch spannend. Ich meine, auch als Marxisten, wir sprechen oft über Imperialismus, aber es bleibt oft ein bisschen so ungenau und abstrakt, was das genau heißt. Maybe, Western banks, they have a lot of influence, the IMF and things, austerity programs. But it's, I think for many of us it's rather vague. We don't usually spell it out. So, wir sagen dann, ja, irgendwie westliche Banken haben einen großen Einfluss, so die IWF, aber es bleibt so ein bisschen abstrakt. Wir wissen nicht wirklich genau, was das heißt und wir sagen es auch nicht ganz klar. So it's interesting to look at what French imperialism has been doing in West Africa. Und darum ist es interessant anzuschauen, was der französische Imperialismus in Westafrika angerichtet hat. For decades, 14 Western and Central African countries have had their national reserves held by the French Central Bank. So, seit Jahrzehnten wird einfach von 14 westafrikanischen Ländern so ihre Nationalreserven irgendwie durch den französischen Imperialismus gehalten. And it's thought that France has about $500 billion of these African countries' money held in its treasury. Es wird einfach gesagt, dass Frankreich so 500 Milliarden Dollar des Geldes dieser Länder in ihrer eigenen Reserve haben. And incredibly, France only gives them access to 15% of their own money at any one time. Und ich meine, es ist unglaublich zu sagen, aber Frankreich lässt ihnen einfach nur so Zugang zu jedem Zeitpunkt eigentlich nur Zugang zu 50% dieses Geldes. If they need more of it, they have to borrow their own money at commercial rates from France. Und wenn sie mehr davon brauchen, also mehr Geld brauchen, dann müssen sie sich dieses Geld mit kommerziellen Zinsraten bei Frankreich ausleihen, also ihr eigenes Geld bei Frankreich ausleihen. France also has the right to buy up the natural resources of these countries, and preference is given to French companies in any public works that are organised in these countries. Und so Frankreich hat einfach auch das Recht, so die natürlichen Ressourcen dieser Länder aufzukaufen, und so französische Unternehmen werden einfach auch im öffentlichen Sektor beispielsweise bevorzugt. So no wonder France is despised there. Es ist also kein Wunder, dass die Leute Frankreich hassen. And again, Russia has exploited them. Und auch hier wieder, Russland hat das einfach voll ausgenutzt. And this is pretty much, in fact, I think it is definitely the poorest part of the world. It really is the horror without end of capitalism. Und so, das ist einfach ziemlich sicher so der ärmste Teil der Welt, also wirklich so das Horror, die Schrecken ohne Ende des Kapitalismus, die wir dort sehen. And as I've just shown, the ruling class in these countries is very, very weak. It depends entirely on French imperialism, and it has no real investments of its own. It doesn't really develop the economy at all. Also die herrschende Klasse in diesen Ländern ist einfach sehr schwach und sehr abhängig vom Imperialismus und hat so macht keine eigenen Investitionen in diesen Ländern. So they largely just leech off the state. They depend on patronage from state expenditure and corruption in that way. Und sie sind einfach sehr abhängig dann vom Staat und von den Geldern des Staates. Which means that the state in these countries is very, very powerful, much more powerful relative to society than in Europe.
Die Folge davon ist einfach, dass der Staat in diesen Ländern sehr, sehr stark ist und auch so im Verhältnis zu den europäischen Staaten zum Beispiel viel stärker ist. And that's really the reason for all of these coups and this Bonaparte, as well as the weakness of the working class, the smallness of the working class in these countries. Und so, das ist einfach der Grund, weshalb es so diese ganzen Fußläufe gibt und weshalb irgendwie die Arbeiterklasse in diesen Ländern sehr schwach ist. But these coups, they do also have mass support in many of these cases. Aber so diese Staatsstreicher haben einfach auch in vielen dieser Fällen Massenunterstützung. Basically, a section of the state realizes that it can carry out a coup and it can get away with it by pretending that it's, carrying out some kind of revolutionary act against the French. So, und ein Teil, ein Teil der Klasse hat so gecheckt, so, hey, wir können diese Coups durchführen, wenn wir so den ganzen einen revolutionären Touch geben und so sagen, dass wir gegen den französischen Imperialismus kämpfen. We also, in a different part of Africa, we have horrendous civil wars raging in Sudan and in Ethiopia. Well, it's finished in Ethiopia, but there's the prospect of another war. Sorry. There's a prospect of another war opening up between Ethiopia and Eritrea. Und wenn wir so in einen anderen Teil Afrikas schauen, so Richtung Sudan und Äthiopien, dann sehen wir dort einfach so fette Bürgerkriege. Gut, in Äthiopien ist ja jetzt schon wieder vorbei, aber auch da ist so die Perspektive auch zwischen einem Krieg zwischen Äthiopien und the whole continent, from top this vast continent, from South Africa to North Africa, is really ripe for revolution. Und so dieser riesige Kontinent, einfach von Nord bis Südafrika, ist einfach reif für Revolutionen. And the conditions are desperate. Und die Bedingungen sind einfach verzweifelt. But of course, as elsewhere, there's no revolutionary organisation. Aber wie auch in anderen Ländern gibt es auch dort einfach keine revolutionäre Organisation. Now, I don't have time to go into Latin America properly, but just to say that there's a big economic problems and political problems in Latin America. So, ich habe keine Zeit, wirklich über Lateinamerika zu sprechen, aber einfach um es gesagt zu haben, es gibt so große ökonomische und politische Probleme in Lateinamerika. The IMF expects it to have the lowest growth rate in the world after Europe. So, der IWF geht einfach davon aus, dass das Wirtschaftswachstum am tiefsten sein wird, so nach Europa. And of course, we've recently seen revolutionary developments in Ecuador and Peru and in Chile. Und wir haben natürlich in der letzten Zeit einfach revolutionäre Entwicklungen gesehen in Ecuador, in Peru und in Chile. In Colombia and in Chile, these processes have led to the formation of left-wing governments, and in Colombia's case, for the first time ever. Und so in Kolumbien und in Chile haben diese revolutionären Bewegungen einfach zu linken Regierungen oder zur Formierung von linken Regierungen geführt. Im Fall von Kolumbien zum ersten Mal überhaupt. Well, of course, these are reformist governments, and they're immediately floundering once in power. Und so natürlich, das sind reformistische Regierungen und die sind jetzt einfach so komplett am Herrstimmen, sobald sie an der Macht sind. There's also extremely widespread violence from the drugs trade spreading to different parts of Latin America, such as Ecuador and Chile, which never really saw such violence before. Und was wir auch sehen, ist einfach so einfach eine große Welle der Gewalt, die vom Drogenhandel ausgeht, beispielsweise eben in Ecuador und Chile, wo man das vorher auch einfach noch nie in diesem Ausmaß gesehen hat. I think we can expect movements like we've seen in Chile in many other countries, such as potentially Argentina and Brazil. Und ich glaube, wir können davon ausgehen, dass so Bewegungen, wie wir sie in Chile gesehen haben, dass wir die auch sehen werden in anderen Ländern, beispielsweise in Argentinien oder Brasilien. At the moment, Argentina is in the middle of a general election, and there's a realistic chance that, I think his name is Milei, I'm not sure if I'm pronouncing it correctly, there's a realistic chance that he will come to power and he represents a kind of like Bolsonaro on steroids. In Argentinien finden gerade Wahlen statt und so, es gibt einfach eine realistische Möglichkeit, dass Milei, der so ein bisschen Bolsonaro auf Steroiden ist, an die Macht kommt. He's actually failed to deny accusations that he takes political advice from his 4 cloned dogs. Und es gab so Vorwürfe, dass er 4 so geklonte Hunde hat und dass sie ihm halt so politischen Rat geben und er hat es einfach noch nicht geschafft, so sich davon abzugrenzen von diesem Vorwurf. Each dog is a clone of the original one that he got. So jeder Hund ist einfach so ein Klon des ursprünglichen Hundes. Now, if he comes to power and attempts to implement his completely insane program, there will be turmoil in Argentina.
Ich meine, wenn dieser Typ an die Macht kommt und so versucht, sein verrücktes Programm umzusetzen, dann wird es einfach so fette Bewegungen geben in Argentinien. Anyway, on to Europe and Britain. Which obviously, I know a bit more about Britain, I'll spend a little bit more time on that. So, jetzt zu Europa und Großbritannien. Ich weiß natürlich ein bisschen mehr über Großbritannien, aber werde ich ein bisschen länger dazu sprechen. Europe is really a picture of economic stagnation. As I said, the IMF thinks it will have the lowest growth in the world. Europa zeichnet sich aktuell gerade aus durch ökonomische Stagnation und wie gesagt, so der IWF geht einfach davon aus, dass sie so die tiefste Wachstumsrate der ganzen Welt haben werden. But the EU is probably in recession right now. So, die EU ist eigentlich wahrscheinlich sogar in der Rezession im Moment. Europe is at a dead end, basically. So, Europa ist einfach am Ende beim Kapitalismus. And it's had more than a decade of austerity and political turmoil with what happened with Greece and the so-called pigs countries. Und es gab einfach, wir haben jetzt ein Jahrzehnt von Austerität gesehen und politischen Unruhen, beispielsweise mit dem, was in Griechenland passiert ist. This means now that there's no bourgeois stability. I mean, politics throughout Europe, including in the most important countries, is a total mess. So, das heißt einfach, dass es keine bürgerliche Stabilität gibt. So die Politik in allen Ländern, auch in den wichtigsten, ist einfach ein komplettes Chaos. Everyone knows that sooner or later Le Pen is probably going to become president of France. So alle wissen, dass Le Pen früher oder später wahrscheinlich Präsidentin von Frankreich wird. In Germany, there is no party that is popular and that can win an election. So in Deutschland gibt es keine Partei, die genug beliebt ist, um eine Wahl zu gewinnen. Similar in Sweden, Sweden picture of stability and progress, and they can't even barely form a government. Und so, ich meine, ähnlich sehen wir in Schweden, so dieses Bild der Stabilität und des Fortschritts, sie schaffen es nicht mal, eine Regierung zu bilden. In Germany, like elsewhere, you have the rise of the AfD, which is, this is a serious problem for the EU. Und in Deutschland sehen wir zum Beispiel den Aufstieg der AfD, was für die EU ein riesiges Problem darstellt. Italy is obviously under the Meloni government, as you know. In Italien haben wir die Meloni-Regierung, wie ihr wisst. And now in Spain also, it's virtually impossible for a government to be formed. Und auch in Spanien ist es jetzt eigentlich faktisch unmöglich, dass sich eine Regierung bildet. And all of these countries are going to have to carry out more austerity. Und all diese Länder werden einfach noch mehr Austerität, noch mehr Sparmaßnahmen durchführen müssen. On top of that, we've got the prospect of the war probably ending on Russia's terms in Ukraine. Und dazu kommt, dass wir einfach die Perspektive haben, dass der Krieg in der Ukraine so im Sinne Russlands ausgehen wird. So we've got to say, how is Europe going to cope with another financial crisis? Because that will come. So, das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, wie wird Europa mit einer weiteren Finanzkrise umgehen, weil das ist einfach das, was auf uns zukommt. Britain is falling apart, to be honest. So, wenn wir Großbritannien anschauen, so wenn ich ehrlich bin, so das fällt einfach auseinander. And as someone who lives there, you can feel it, like everything that you use, like every journey you have on public transport, it's like chaos. Und ich meine, ich lebe dort so und man kann es einfach fühlen, so jede Fahrt, die du mit dem ÖV machst, ist einfach absolutes Chaos. Just on the way here, when I got on the train to the airport, they just said, sorry, there's no driver. We don't know where the driver is. And we don't know when the train is going to leave. So, beispielsweise auf meinem Weg an den Flughafen, als ich hierher gekommen bin, haben sie einfach eine Durchsage gemacht, so, hey, sorry, wir haben keinen Fahrer, wir wissen nicht, wo er ist, wir wissen nicht genau, wann der Zug losfahren wird. And it might not sound that bad, but this happens like every time that I travel anywhere. Und so, das hört sich vielleicht nicht so schlimm an, aber das passiert mittlerweile einfach jedes Mal, wenn ich irgendwo hinreise. Just to give a really graphic example, before the pandemic, there had been one local authority that went bankrupt in 30 years. So, wirklich so ein Bild zu zeichnen, wie es aussieht. So, vor der Pandemie gab es einfach so eine lokale Regierung, die bankrott gegangen ist in 30 Jahren. Since then, in the 3 years since then, there's been 7. Und in den 3 Jahren seit der Pandemie waren es einfach 7. Many more are coming. Und bei vielen weiteren läuft es auf das Gleiche heraus. In September, when the schools returned, literally like thousands of schools could not open because they were on the verge of collapse. Und als die Schule wieder the building was on the verge of collapse. Als die Schule wieder losging im September, konnten einfach so tausende Schulen nicht öffnen,
weil einfach die Gebäude so kurz vor dem Zusammenbruch standen. They talk of a doom loop in terms of the crisis in public services, because they basically cut things, which then makes everything worse, and that forces them to do things which are then like even make their situation even worse. So, for example, one of the reasons so many local authorities are going bust is because there's so little housing. They basically made it impossible for local authorities to build housing, like social housing. And so they have to house homeless people in temporary accommodation, which is so expensive. It's driving the local authorities to bankruptcy. Und so in diesem Zusammenhang wird eigentlich von so einem Doom-Loop gesprochen, das ist eine Abwärtsspirale. Das heißt, so diese ganzen kurzzeitigen, diese kurzfristigen Entscheidungen, die getroffen werden, um irgendwie die Krise ein bisschen abzufedern, so führen eigentlich einfach dazu, dass das Problem noch schlimmer wird. Ein Beispiel dafür ist, so die Regelungen für diese lokalen, für die Gemeinden quasi, so Häuser zu bauen, wurden so krass eingeschränkt, dass sie jetzt so kurzfristige Gebäude bauen müssen, wo Obdachlose drin leben können. Und so diese Provisorien zu unterhalten, kostet einfach massiv viel Geld, das natürlich dann eben das Problem wieder ankurbelt. You have the same thing with all other public services. They cut jobs, but then they find that they're unable to perform their legally required tasks, so they have to take on temporary workers who cost way more money. Und ich meine, das Ganze sieht man auch im Service, im öffentlichen Dienst, wo sie streichen Stellen, um Geld zu sparen und merken dann, dass sie so die Dienstleistung nicht mehr anbieten können. Und dann stellen sie halt so temporär Angestellte an, die einfach noch viel mehr Geld kosten, als es vorher eigentlich gekostet hat. There's a backlog of 90,000 court cases that can't be heard because there's not enough staff in the courts. So momentan warten einfach 90.000 Gerichtsfälle darauf, verhandelt zu werden, weil einfach nicht genug Angestellte an den Gerichten arbeiten. The hospital waiting list is up to 7.8 million people from 4.6 million people before the pandemic. Und so die Wartelisten der Spitäler steht einfach momentan bei 7,8 Millionen Leute und so vor der Pandemie waren es 4,6 Millionen. They just announced 3,000 job cuts at steelworks as well, so there'll be probably a big strike there. Und sie haben jetzt auch einfach gerade angekündigt, dass sie 3.000 Stellen in der Stahlindustrie streichen werden. Das heißt, wir können dort einfach auch von fetten Demonstrationen ausgehen. Hence the fact that obviously Britain saw the most strikes this year since 1989. Und so, das fällt einfach in den Kontext, dass Großbritannien irgendwie die größte Anzahl Streiks gesehen hat dieses Jahr, so seit 1989. And there's been, similar strike waves throughout much of Europe and America. Und so ähnliche Streikwellen haben wir einfach so in ganz Europa und in den USA auch gesehen. I think it also partly explains the massive protests we've seen on Israel and Gaza, up to 500,000 people in London. Und ich glaube, es erklärt bis zu einem gewissen Grad auch, warum so diese Demonstrationen zu Israel und Gaza in London irgendwie bis zu 500.000 Leute hatten. Which actually might be one of the biggest protests in British history, because in the past when you had huge protests, they would be national protests. People would come from all over the country. But this is just a London protest. All the other cities had their own protests. Und so, das ist einfach so, diese 500.000 Leute, das war einfach so die größte Demonstration in der Geschichte Großbritanniens, weil so in der Vergangenheit, wenn die Demonstrationen so groß waren, dann waren das nationale Demonstrationen, wo in verschiedenen Städten demonstriert wurde. Aber dieses Mal waren es einfach nur in London 500.000 Personen. Now, in this context, of course, Starmer's Labour Party is way ahead in the polls. Und so in diesem Kontext sehen wir einfach, dass die Labour-Partei von Starmer in den Meinungsumfragen weit vorausliegt. And yet you can see he's got no real support. It's just an automatic function of the crisis of the government. Aber man sieht auch, dass nicht wirklich Unterstützung hat. Es ist wie einfach eine automatische Funktion der Krise der Regierung. He's massively shot himself in the foot over his position on Israel and Palestine. They've lost control of Oxford Council because all of the Labour councillors have resigned. There's many other situations like that throughout the country. Und ich meine, er hat sich einfach selber voll in den Fuß geschossen mit seiner Position zu Israel. So, sie haben die Kontrolle über einen ihrer lokalen Councils verloren in Oxford, weil einfach so all die Leute dort
eine andere Position haben als er. You'd think that anyone who's been alive and involved in politics for more than about 10 years could have anticipated what Israel would have done. That it would have massively gone on the offensive and slaughtered thousands and thousands of Palestinians. Und so man würde meinen, dass so jeder, der irgendwie schon ein bisschen länger politisch aktiv ist oder irgendwie mehr als 10 Jahre so politische Erfahrung mit sich bringt, so antizipieren hätte können, so dass Israel eine massive Offensive fährt und einfach tausende Leute in Gaza tötet. He had no foresight. He's just completely blinded by his need to be a good, respectable, faithful servant of British capitalism. Aber er hat einfach null Voraussicht gezeigt. Er ist komplett geblendet von irgendwie der Notwendigkeit, so ein loyaler Diener des britischen Kapitalismus zu sein. I think it's the same for the social democracy throughout Europe. Und ich glaube, das Gleiche sieht man in der Sozialdemokratie in ganz Europa. Now, I won't really say much about the United States, but just to say that obviously the ruling class in America is completely split and is in a real political crisis. So, und ich werde nicht viel über die USA sagen, aber es ist klar, so die herrschende Klasse in den USA ist komplett irgendwie gespalten und befindet sich in einer fetten Krise. And what an indictment that this is that Trump could become president again. What an indictment of the biggest, most powerful bourgeoisie in the world, that this is what they produce. Ich meine, was sagt es aus über so die größte, die mächtigste Bourgeoisie der Welt, dass einfach so Trump wieder Präsident werden könnte? And that should he become president again, which is pretty likely, it will be an absolute disaster for world capitalism. Und sollte er wieder Präsident sein, was ziemlich wahrscheinlich aussieht, so dann wäre das einfach ein Fettschritt für den Weltkapitalismus. There'll be a further and very significant acceleration of protectionism. So, es wird einfach zu einem weiteren Anstieg von Protektionismus kommen. And who knows what kind of diplomatic combinations he will come up with. Und wer weiß, mit was für diplomatischen Kombinationen er hervortreten wird. Underlying all of this is a world economy in deep and prolonged crisis. Und so darunter liegend sehen wir eigentlich eine Ökonomie, die in einer langen, tiefen Krise steckt. Since 2008, the worst of the crisis, I mean the crisis was very bad, obviously, but they avoided it becoming an all-out depression, like in the 1930s, by flooding the market with cheap money and with bailouts. Ich meine, die Krise 2008 war schlimm, aber sie konnten so wie die schlimmsten Folgen davon eigentlich ein bisschen unterdrücken mit halt billigem Geld und so Staatsrettungen. There was wave after wave of quantitative easing, i.e. printing of money, which drove down interest rates for governments, meaning that they could go in more and further into debt. Es gab einfach so Welle um Welle von quantitative easing, das heißt so das Drucken von Geld. Das hat die Zinsen der Regierungen immer weiter runtergetrieben, was bedeutet, dass sie immer mehr Schulden aufnehmen konnten. But now, thanks to the rise of inflation and various other concerns, the era of cheap money is finished. Aber jetzt aufgrund des Anstiegs der Inflation und vielen anderen Gründen ist einfach so die Ära des billigen Gelds vorbei. That is a real problem for such an indebted world. Und das ist einfach ein großes Problem für eine so verschuldete Welt. Bond yields, which is basically the costs that governments, the interest governments have to pay on borrowing money. Bond yields are higher than any time since between 2008 and 2021. So, die Staatsanleihen bzw. die Zinsen, die die Regierungen darauf zahlen müssen, sind einfach höher als in einer Zeit von 2008 bis 2021. This is threatening a return of the fiscal crisis for Italy, where 10-year bond yields are at their highest level since 2012. Und so das bedeutet zum Beispiel für Italien einfach, dass nochmal eine fette Krise auf sie zukommt, weil zum Beispiel dort die Zinsen einfach höher sind als 2012. And I don't know if you remember, but in the midst of the Eurozone crisis, around that time, 2011, 2012, Italy was the major worry because Greece, was in worse trouble, but it's a much smaller economy.
if Italy had defaulted, the euro may well have been finished. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, so an die Euro-Krise 2011, 2012. Da war einfach die Sorge um Italien und ein Staatsbankrott Italiens sehr, sehr groß. So in Griechenland war es zwar schlimmer, aber so die italienische Wirtschaft ist wichtiger. Und so wäre Italien dort in einen Bankrott reingeraten, so dann wäre das einfach das Ende des Euros gewesen. So the European Central Bank leapt to the rescue and printed money and all kinds of measures which cannot be used anymore. And of course, they haven't solved any of the problems. The Italian debt is as high, maybe even slightly higher than it was 10 years ago, as for Greece and all the other countries. Und so damals haben wir einfach gesehen, dass die Europäische Zentralbank ist dann halt in die Bresche gesprungen und hat einfach Geld gedruckt, um Italien zu retten. Aber so, das ist einfach keine Möglichkeit mehr, die sie haben. Gleichzeitig hat so die Schuldenlast Italiens oder auch Griechenlands einfach überhaupt nicht abgenommen, sondern ist noch höher. Any kind of serious financial distress in the world economy, or any other, even maybe a political event, could be enough to tip that back into serious crisis. And they won't have the means to solve it like they did last time with the quantitative easing and such. Und einfach irgendeine kleine politische Krise könnte einfach so dieses System oder ja, das wieder lostreten. Und dieses Mal haben sie einfach nicht die Möglichkeit des Quantitative Easings, wie es vor 10 Jahren war. The only thing left open to the European bourgeoisie would be brutal austerity. So die einzige Option, die der europäischen Bourgeoisie noch bleibt, ist einfach brutales Sparen. What kind of effect is that going to have on the politics of Italy and of Europe? Aber was für einen Einfluss, was für Konsequenzen wird das für die Politik von Italien und ganz Europa haben? That would be absolutely explosive. Wäre einfach eine absolut explosive Situation. And US companies, US private companies, they are also up to their eyeballs in debt. Und auch wenn wir so US-Unternehmen anschauen, so die stehen einfach so bis zum Hals unter Schulden. And therefore it's thought that interest rates staying high, which they expect they will do in the United States, could drive a wave of bankruptcies throughout the American economy. Und deshalb gehen sie einfach davon aus, dass so die hohen Zinssätze, also dass die Zinssätze weiterhin hoch bleiben werden, um die Inflation abzubremsen. Und das wird einfach eine Welle von Bankrotten nach sich ziehen. And profits have also been slowing there, and that would make that even more likely. Und so die Profite haben sich einfach noch mehr so verlangsamt und das macht einfach diese Perspektive noch wahrscheinlicher. Corporate debt in the rich world is now 93% of GDP, which is an increase from 80% at the time of the financial crisis in 2008. So die Unternehmensschulden in dieser reichen Welt stehen einfach momentan bei 93% des BIP und das im Vergleich zu den 80%, wo sie standen, als die Finanzkrise stattgefunden hat. Shadow banking is also a new problem, but a very big one, where basically there's all these sort of shadow financial institutions. They're not real banks, not properly regulated, that are filling lots of gaps, and no one really knows. I mean, it's thought there might be 14% of the world's financial assets, but nobody really knows. Und Shadow Banking ist einfach auch ein großes zusätzliches Problem. Und so, das sind einfach so diese Banken, die nicht wirklich Banken sind. Es gibt entsprechend keine Regulierung. Und man geht einfach momentan davon aus, dass die so 14% der finanziellen Mittel der Welt halten. And global debt is going to reach 350 to 390% of GDP in the coming years, which is completely unsustainable. Und so in den kommenden Jahren wird einfach so die weltweite Schuldenlast so 350 bis 390% des BIP erreichen, was einfach komplett unhaltbar ist. Sri Lanka is a sign of what will come. So, was wir in Sri Lanka gesehen haben, ist einfach ein Zeichen dessen, was auf uns zukommt. I actually accidentally skipped over it earlier, but I was going to say about how Pakistan is on the verge of a very similar crisis that Sri Lanka saw. Und ich habe es vorher versehentlich übersprungen, aber ich wollte eigentlich noch über Pakistan sprechen, das auch auf der kurz vor einer finanziellen Krise steht. Which obviously could lead to, I mean, there was a revolution in Sri Lanka, right? And of course it failed, there was no leadership, there was no organisation. We can expect to see a similar situation in Pakistan and many other countries. Und ich meine, was wir in Sri Lanka gesehen haben, war eine Revolution, so, die natürlich keine Führung hatte, darum ist sie auch gescheitert. Aber wir können davon ausgehen, dass zum Beispiel auch in Pakistan und in vielen anderen Ländern wir so eine Situation sehen werden. There's a real crisis of
global debt at the moment, not just in the sense that there's too much debt, but the attempts to reorganize it and deal with defaults by the weaker economies that's been completely disrupted by the rise of China. Und ich meine, wir sehen einfach momentan eine fette so Krise mit den globalen Schulden, nicht einfach mit der Höhe, sondern auch der Art und Weise, wie sie organisiert werden. Und auch so in der Frage der Bankrotte, so was die Rolle von China ist. In the past, basically all of the major lenders were Western, be it the IMF or the World Bank or Western banks. And they all had a certain agreement, they worked together obviously to exploit these countries. But when they went into default, it meant that they could come to an agreement for how to move forwards. In der Vergangenheit so waren die ganzen Verleiher, die ganzen Geldverleiher westlicher Natur, also die westlichen Imperialisten oder die Weltbank. Und das heißt, wenn ein Land nicht mehr zahlen konnte, so dann konnte man entsprechend Lösungen finden. But now China is, I mean, for some countries, especially in Africa, is the main creditor, and that means that they can't come to an agreement on how to resolve these countries in debt distress. Aber jetzt ist es mittlerweile so, dass beispielsweise in Afrika China so der größte Kreditgeber ist, und das führt dazu, dass man zu keinem Einverständnis, zu keiner Lösung kommen kann, wenn da eben nicht mehr zurückgezahlt wird. Because the Western banks don't want to agree to take a haircut, as they call it, to accept that they won't get all their money back. They don't want to agree to that because they can't guarantee that China will do the same thing. So if they do that, it means that China, basically they're taking the hit for China to get repaid in full, and obviously they don't want to do that. So it just leaves these countries in limbo. Und was das eigentlich einfach heißt, so die westlichen Banken sind beispielsweise nicht mehr bereit zu sagen, hey, es ist okay, ihr müsst uns das Geld nicht zurückzahlen, denn sie können nicht davon ausgehen, dass China dasselbe tun wird. Und in diesem Fall würden die westlichen Banken so auffangen, oder halt auf sich nehmen, dass China komplett das Geld zurückerhält. So yeah, this is the picture of the world economy. It's an economy staggering from one crisis to the next with no solutions other than really yet more austerity. But this is mixed with an already existing huge discrediting of capitalism, of bourgeois democracy throughout the world. Und das ist einfach die Situation, die in der Welt. So, wir schlittern von Krise zu Krise, und das trifft auf eine Situation, wo der Kapitalismus weltweit schon massiv auch diskreditiert ist. The ruling classes of the world have no political basis for what they need to do. There's no support for them. So, das geht nur auf Austerität zu, und so die herrschenden Klassen der Welt haben einfach keine politische Basis, auf der sie umsetzen können, was nötig ist. As we know, there is a colossal vacuum in world politics. Und wie wir wissen, es hat einfach so ein kolossales Vakuum auf der Ebene der Weltpolitik. Which is creating all the weird and wonderful phenomena, like this guy in Argentina who takes political advice from his dogs. Was halt irgendwie Platz lässt, um all diese komischen und wunderbaren Phänomene zu kreieren, wie beispielsweise dieser Typ in Argentinien, der politischen Rat von seinen Hunden annimmt. And the spectacle of Donald Trump becoming president again. Oder dann auch die Perspektive, dass Donald Trump wieder Präsident wird. And what Israel is doing is contributing to this discrediting of the system in a really significant way. Und was Israel gerade am tun ist, trägt einfach zu dieser Diskreditierung des Systems auf massive Art und Weise bei. There is a serious radicalization across the world, especially of young people. Wir sehen weltweit eine ernsthafte Radikalisierung, insbesondere bei den jungen Menschen. In fact, in Britain, they've done opinion polls of the youth, and they found that there has never been, in the history of opinion polling, there has never been such a huge difference between the opinions of people under the age of about 40 and people over that age. Und was beispielsweise Meinungsumfragen in Großbritannien aktuell zeigen, ist, dass es noch nie in der Geschichte, seit es diese Meinungsumfragen gibt, so eine krasse Polarisierung gibt zwischen der Meinung der Leute unter 40 und über 40. They're also finding that the older layers of that generation, that young generation, are not showing the typical signs of moving to the right as they grow old.
Was die Meinungsumfragen auch zeigen, ist, dass so die älteren Schichten dieser jungen Generation, also so der unter 40-Jährigen, nicht die typischen Anzeichen zeigen, dass sie so Richtung rechts sind. Which, as a member of that layer, I'm very proud to say. Und als Mitglied dieser Schicht bin ich sehr stolz darauf. Anyway, there was a radicalization after the 2008 crisis, of course. Like in Europe, you had Podemos in Spain, of course you had Corbyn in Britain, and most notably Syriza actually coming to power in Greece. Und wir haben so nach dieser Krise 2008 haben wir eine Radikalisierung gesehen, also beispielsweise Podemos in Spanien oder in Griechenland, wo Syriza sogar an die Macht gekommen ist. But they were very quickly exposed. Aber so, diese Parteien wurden einfach sehr schnell entlarvt. And the leaders, they were so weak. Und so ihre Anführer waren so schwach. It's like you had these people in opposition always being on the left, and obviously they never really believed that they would ever be in a position of leading it. Das heißt, man hatte so diese Führer, die in der Opposition auf der Linken waren und die einfach offensichtlich nicht daran geglaubt haben, dass sie irgendwann in einer führenden Rolle irgendwo sind. In the case of Corbyn, and also in the case of Syriza when it was negotiating with the EU or with the Troika, they seemed to genuinely believe that all that was necessary was just to be nice guys. Say some nice things and things would go swimmingly. Und was wir im Fall von Corbyn gesehen haben, oder halt auch im Fall von der Syriza, als sie so mit der Troika verhandelt war, ist, dass sie einfach so davon ausgegangen sind, man muss einfach nett sein und so nett verhandeln und dann funktioniert das schon irgendwie. So obviously lots of people have learned from that process. Und viele Leute haben offensichtlich aus diesem Prozess gelernt. That's why our Are You a Communist campaign is so successful, right? Das ist auch der Grund, warum unsere Are You a Communist-Kampagne so erfolgreich ist. Although there is another thing that's notable about the rise of those left reformists. Aber es gibt noch etwas anderes, was man bemerken sollte oder was bemerkenswert ist bei diesem Aufstieg der linken Reformisten. Although they were actually not very left-wing, they were very weak, they were seen as very left-wing. They were seen as like completely outside of acceptable politics. Denn obwohl sie nicht wirklich links waren oder auch nur so sehr schwach links, wurden sie als extrem links wahrgenommen. And yet they just, came to power. They came to lead their parties, just like that. Und so, trotzdem kamen sie einfach an die Macht und haben ihre Parteien einfach irgendwie anführen können. The Labour Party had never really once in its history been led by the left wing of the party. The people who were seen, they'd been the left wing of the bureaucracy, sure, but that never been led by people who were seen as, like from the rank and file, if you like. Und wenn wir beispielsweise die Labour-Partei anschauen, so in ihrer Geschichte wurde die noch nie vom linken Flügel angeführt. Vielleicht vom linken Flügel der Bürokratie, aber nicht vom linken Flügel der Parteibasis. And yet Corbyn is completely unknown and seen as a total extreme left wing of the party. He not only won, he won 2 leadership elections by a huge margin, right? By the most, I think, in the party's history. Und nichtsdestotrotz hat Corbyn, der vorher nicht bekannt war, der irgendwie einfach so links gewirkt hat, 2 Wahlen zum Parteipräsidenten gewonnen. So what that tells us is just how discredited and how little support base the right wing of social democracy has. Und das zeigt uns einfach so, wie diskreditiert der rechte Flügel der Sozialdemokratie ist und wie wenig die Leute Vertrauen in diese Leute, in diese Rechten haben. But yeah, there's a whole layer of people who've gone through that experience that have clearly moved like way beyond that kind of politics. Und es gibt einfach eine ganze Schicht, die diesen Prozess mitgemacht hat, offensichtlich ihre Lehren daraus gezogen hat. I mean, when you have Sanders in America saying that he 100% supports Israel's right to defend itself, how can that not lead to a huge layer of young left-wing Americans to say these people are a joke? Wenn wir jetzt beispielsweise in die USA schauen, wenn man so Sanders hat, der jetzt einfach gesagt hat, so hey, ich stehe 100% hinter dem Recht Israels auf Selbstverteidigung, wie kann das nicht zu einer fetten Schicht von jungen linken Leuten führen, die jetzt einfach kein Vertrauen mehr in Sanders und diese Partei haben? Because their hopes really were raised by these people. They really did think, oh my God, Sanders, he's so radical. He's unlike any other American politician you've seen. But then what does he actually do in the end? He becomes Biden's main prop.
Denn in der Vergangenheit wurden so ihre Hoffnungen durch Personen wie beiden so voll halt angeheizt. Aber was macht, in der Vergangenheit wurden ihre Hoffnungen durch Sanders voll angeheizt. Aber ich meine, was macht der Typ jetzt tatsächlich? Er ist einfach so eine Marionette von beiden. Or in France, you have the Communist Party. Now, I know the Communist Party was never like a core célèbre of the young French left in recent years, but nevertheless, it's a party seen as to the left of the mainstream. And they supported the clampdown on the so-called rioters in the recent strikes. Oder wenn wir so nach Frankreich schauen, ich meine, dort die kommunistische Partei, das war jetzt nie das Bollwerk der revolutionären Jugend, aber nichtsdestotrotz werden sie irgendwie als links angeschaut. Und was haben die gemacht bei den ganzen Bewegungen im Nahheld? Sie haben einfach so voll Polizeirepressionen unterstützt. Anyway, we are not big enough to fill that vacuum right now. So, wir sind momentan nicht groß genug, um dieses Vakuum auszufüllen. But we are beginning to become an international point of reference. Aber wir beginnen damit, so ein internationaler Referenzpunkt zu werden. And this will only accelerate. Und das wird sich einfach nur noch verstärken. It's because of our growth. Aufgrund unseres Wachstums. And our growth is because of the painstaking work that we put in year after year, educating, recruiting young people and educating them. Und dieses Wachstum geht einfach zurück auf unsere Arbeit, die wir jetzt seit Jahren irgendwie voranführen, junge Leute auszubilden. Alan always likes to give this story from Tolstoy of somebody who saw a peasant making bizarre movements in the street, and they're like, what on earth is this peasant doing? Alan Wurz erzählt immer gerne diese Geschichte von Tolstoy, der diesen so Bauern eben in der Straße gesehen hat, der ganz komische Bewegungen gemacht hat und sich so gefragt hat, so, warum macht er so Bewegungen? But when the person got closer, they realized the peasant was just sharpening their sign, or whatever it was. Aber als sie sich dann so näher auf diesen Bauern zubewegt haben, haben sie so gesehen, der schärft dann einfach so sein Messer. And he says, that's what we've been doing. We've been sharpening our weapons with all of this theory, with all of this education of young comrades. Und das ist einfach das, was wir jetzt gemacht haben. So mit dieser ganzen Ausbildung unserer Genossen in der Theorie haben wir einfach unsere Waffe geschärft die letzten Jahre. From the outside, it probably didn't look like very much. So von außen hat das wahrscheinlich nicht nach viel ausgesehen. Might have looked a bit strange to people. Für gewisse Leute hat das vielleicht ein bisschen komisch ausgesehen. A bit academic, maybe. Vielleicht auch ein bisschen akademisch. But it's paid off, right? Because it means we've got a solid base of hundreds and hundreds of young comrades in many countries who are now able to have an impact. Aber das hat sich einfach voll ausgezahlt, weil was ist die Folge? Wir haben jetzt einfach hunderte junge Genossen so in verschiedenen Ländern, die jetzt einfach voll irgendwie einwirken können auf die aktuellen Prozesse. Because it's not just our growth, right? It's the fact that we've got ideas. It's the fact that we've got perspectives. Denn entscheidend ist nicht nur unser Wachstum, sondern die Tatsache, dass wir die Ideen haben und dass wir die Perspektiven haben. The IMT is growing pretty much uniformly all over the world. I can hardly think of any exceptions. So die IMT wächst auf der ganzen Welt einheitlich. So mir fällt keine Ausnahme ein. And our growth is accelerating. Und so unser Wachstum wird einfach immer schneller. We are overwhelmingly composed of young comrades. Und unsere Organisation setzt sich einfach zum allergrößten Teil aus jungen Genossen zusammen. And we're actually kind of growing side by side and with this growth in the consciousness of the youth. Und wir wachsen eigentlich so Seite an Seite und natürlich im Verhältnis zusammen mit diesem Bewusstsein in der Jugend im Allgemeinen. This also means we have to be ready. We have to toughen up. So, aber das bedeutet auch, dass wir uns vorbereiten müssen. Wir müssen so härter werden. Because we can't hide in the background anymore. Denn wir können uns nicht im Hintergrund verstecken. And we're not. We're taking a lead. So, und das machen wir auch nicht. So, wir führen jetzt an. Wir machen einen Schritt vorwärts. This very meeting room is a case in point, right? Und so dieses Sitzungszimmer oder dieser Saal ist ja eigentlich genau ein Beispiel dafür. Because we were supposed to be in Bern. So, wir hätten eigentlich in Bern sein sollen. But we're not allowed. We're banned from that. Are we banned from the whole city or something? I mean, not like from being in there, but yeah, the rooms of the city. Aber so, wir wurden ja verbannt aus den Räumen der Stadt. So we can be outside, we can't be inside anywhere in Bern.
rausfinden will, sage ich den Inhalt einfach You nicht. may have seen that in Britain, 3 of our comrades, well, they weren't actually arrested, but the police put out these pictures of our comrades saying, "Do you know this person? They are accused of inciting racial hatred." So in Großbritannien, vielleicht habt ihr es mitgekriegt, hat die Polizei so Bilder von 3 von unseren Genossen einfach so verbreitet und gesagt, kennt ihr diese Leute so, es wird vermutet, dass sie so rassistische Ideen verbreitet haben. And they turned themselves in because we had advice from lawyers that said that would be the best thing. The police were just like, "Oh yeah, we don't really have any cases." Und so die Genossen sind dann einfach selber zur Polizei gegangen, weil so wir haben juristische Beratung gekriegt, die gesagt haben, das ist das Beste, was sie machen können. Und so die Polizei war einfach so, ja, also wir haben nicht wirklich einen Fall gegen euch. Once we get a certain size, which we're getting to that point, I think, we're not there yet. As I said, it can become a point of reference. I think we can begin to change the situation a little bit because the world is just crying out for some people who have something to say, who have an alternative, and who don't buckle, who aren't browbeaten and intimidated. Und wir sind jetzt noch nicht an dem Punkt, aber wir kommen zu dem Punkt, wo wir diese Größe haben, wo wir eigentlich auch wirklich so einen Einfluss nehmen können, wo wir wirklich unsere Position zeigen können. Und ich meine, so die Welt, die Leute, die suchen nach so einer Partei, die nicht einknickt, sondern die ihr Programm wirklich einfach nach außen trägt. The amount of times I see some left reformist or maybe even somebody who supposedly is a revolutionary from some sect, they get in some prominent position, maybe they get for some reason they're on television or they get a position in a trade union or some other thing, and they have this whole golden opportunity and they just crumble, they just water everything down, even the ones who are supposed to be revolutionaries. Und wie oft habe ich das jetzt schon gesehen, so linke Reformisten oder vielleicht sogar irgendwelche Linksradikale aus irgendwie diesen Sekten, die in eine Position der Macht kommen. Und was passiert einfach? Sogar die sogenannten Revolutionäre brechen einfach zusammen und nutzen diese goldene Möglichkeit einfach nicht. I always think, just if only that was us there, not just being angry and bold, but also not giving ground, and giving a clear alternative, actually explaining things. Und dann wünsche ich mir immer so, wie schön wäre es, wenn wir jetzt da wären, wenn nicht einfach so wütend und irgendwie offen auftreten, sondern auch tatsächlich eine Antwort geben können, eine Perspektive aufzeigen können auf die brennenden Fragen. But we will do that, not really because we're particularly tough, like hard people, although as I said, we do have to toughen up because we'll have these attacks, but it's not mainly because we're particularly tough people, right? So, und ich meine, wir werden in diese Situation kommen. Und das ist nicht, weil wir einfach irgendwie harte Leute sind, auch wenn wir natürlich uns irgendwie stellen müssen, weil so die Attacken, die kommen, sind schon da. Because we've got a genuine understanding. Sondern so, weil wir werden in diese Situation kommen und nicht zusammenbrechen. Weil wir ein Verständnis haben der Situation. We've got a perspective. We can see where things are going. And we can see that there's no point in watering down our ideas. It won't lead to any gains for us. It will just make us look like all of the other reformers that you have who are afraid of their own shadow. So, wir haben die richtigen Ideen, wir haben eine Perspektive und wir wissen, dass es nicht nötig ist und sogar schädlich ist, diese Ideen irgendwie runterzuwässern, dass uns das irgendwo hinführen wird. The comrades, this kind of situation for many sections of the International is just around the corner. Und Genossen, so für viele Sektionen der Internationale ist diese Situation, steht an, so wir müssen nur um die Ecke gehen und wir werden diese Situation vorfinden. We must embrace it enthusiastically. Und wir müssen das einfach enthusiastisch aufnehmen.